Es beginnt leise. Vielleicht ist es ein Mensch, den du schon lange kennst. Er hört dir zu, macht dir Komplimente. Und wenn du fällst, reicht er dir die Hand. Aber irgendwie stimmt etwas nicht. Du fühlst dich oft ausgelaugt, ohne genau zu wissen, warum. Du denkst, du übertreibst. Doch tief in dir ist diese leise Stimme, die flüstert: Irgendetwas stimmt hier nicht. Das ist kein Zufall. Es könnte sein, dass du es mit einem verdeckten Narzissten zu tun hast, der gefährlichsten Form narzisstischer Persönlichkeitsstörung. Anders als der laute, selbstverliebte Narzisst wirkt er hilfsbereit, verletzlich, charmant. Und genau das macht ihn so toxisch, weil du ihn erst erkennst, wenn es schon weh tut. In diesem Video zeige ich dir 11 unsichtbare Warnzeichen, wie verdeckter Narzissmus dein Selbstwertgefühl zersetzt und was du tun kannst, bevor du dich selbst verlierst. Verdeckter Narzissmus ist wie ein psychologisches Chamäleon. Du erkennst ihn nicht, bis du plötzlich das Gefühl hast, dich selbst nicht mehr zu erkennen. Während der klassische Narzisst laut, dominant und egozentrisch auftritt, wirkt der verdeckte Narzisst oft hilfsbereit, feinfühlig, sogar zerbrechlich. Doch unter dieser Fassade liegt ein dunkles Geheimnis, ein tiefes Bedürfnis nach Kontrolle, ausgeübt durch Schuldgefühle, unterschwellige Kritik und emotionale Abhängigkeit. Viele Betroffene beschreiben das Gefühl, in einer unsichtbaren Nebelwand zu leben. Du erinnerst dich nicht mehr, wann du zuletzt du selbst warst. Du beginnst, deine Intuition zu unterdrücken, deine Bedürfnisse kleinzureden. Und irgendwann entschuldigst du dich dafür, dass du überhaupt fühlst. Was so gefährlich ist: Verdeckte Narzissten setzen kein offenes Gaslighting ein, sondern subtile emotionale Manipulation. Sie stellen Fragen, die dich zweifeln lassen, machen dir Komplimente, nur um dich später kleinzureden. Sie spiegeln deine Schwächen, nicht um dich zu verstehen, sondern um sie gegen dich zu verwenden. Und oft glaubst du viel zu lange, das liegt an mir. Genau deshalb ist es so wichtig, die frühen Anzeichen zu erkennen. Ich zeige dir jetzt 11 typische Verhaltensmuster, mit denen sich verdeckte Narzissten verraten, auch wenn sie nach außen ganz anders wirken. Vielleicht fragst du dich gerade: Wie kann ich sicher sein, dass ich mit einem verdeckten Narzissten zu tun habe? Die Antwort ist: Du kannst es oft nicht sofort erkennen. Und genau das macht es so gefährlich. Verdeckte Narzissten tarnen sich, nicht nur vor anderen, sondern auch vor sich selbst. Sie sind Meister darin, Empathie zu simulieren. Sie hören dir zu, aber nicht, um dich zu verstehen, sondern um Informationen gegen dich zu verwenden. Sie wirken charmant, aber nur, wenn sie sich einen Vorteil davon versprechen. Und sie übernehmen nie Verantwortung, aber sie wissen genau, wie sie dich dazu bringen, ihre Schuld auf dich zu nehmen. Was du brauchst, ist kein Misstrauen, sondern ein klares psychologisches Frühwarnsystem. In diesem Video zeige ich dir deshalb die konkreten Verhaltensmuster, an denen du verdeckte Narzissten erkennen kannst. Wir sprechen gleich über Dinge wie: Warum du dich plötzlich ständig schuldig fühlst, wie charmant verpackte Kritik dein Selbstwertgefühl untergräbt und warum du nie wirklich Nähe spürst, obwohl du scheinbar alles bekommst. Du wirst dich vielleicht in manchen Punkten wiederfinden. Vielleicht auch jemanden erkennen, der dir nahe steht. Und das ist okay. Denn dieser Beitrag soll dich nicht erschrecken, sondern dein Bewusstsein schärfen. Wenn du erkennst, was wirklich passiert, kannst du wieder klar sehen und dich schützen. Also bleib dran. Jetzt erfährst du das erste von 11 Warnzeichen, die du nie wieder ignorieren solltest. Erstens: Sie übernehmen niemals Schuld. Verdeckte Narzissten winden sich aus jeder Verantwortung. Wenn etwas schiefläuft, liegt es nie an ihnen, immer an den Umständen oder an dir. Selbst wenn du klar argumentierst, wird die Schuld so lange umgelenkt, bis du beginnst, an dir selbst zu zweifeln. Typisch sind Sätze wie: Du übertreibst schon wieder, das habe ich nie so gesagt. Zweitens: Sie können unglaublich charmant sein, wenn sie wollen. Im richtigen Moment machen sie dir Komplimente, zeigen sich interessiert oder besonders hilfsbereit. Aber ihr Charme ist kein echtes Gefühl. Er ist ein Werkzeug. Und sobald sie keinen Vorteil mehr darin sehen,
verschwindet er genauso schnell wieder. Drittens, sie haben immer recht. Diskussionen mit ihnen drehen sich im Kreis. Sie verdrehen deine Aussagen, interpretieren deine Gefühle um, bis du dich selbst nicht mehr verstehst. Ein Schuldeingeständnis bekommst du nur, wenn es ihnen nützt. Viertens, sie inszenieren sich als Opfer. Kritik nehmen sie nicht an. Stattdessen reagieren sie mit Selbstmitleid. Sie drehen die Situation so, dass du dich plötzlich wie der oder die Schuldige fühlst. Typisch ist: Wie kannst du das sagen? Du weißt doch, wie schwer ich es habe. Fünftens, sie sind chronisch neidisch. Verdeckte Narzissten empfinden das Glück anderer oft als persönliche Bedrohung. Sie gönnen dir nichts, auch wenn sie es nicht offen zeigen. Stattdessen säen sie Zweifel, zum Beispiel mit Sätzen wie: Glaubst du wirklich, dass das zu dir passt? Sechstens, ihnen fehlt echte Empathie. Sie können Gefühle analysieren, aber sie fühlen nicht mit. Wenn du leidest, reagieren sie entweder kalt oder übertrieben, aber nie wirklich einfühlsam. Ihre Anteilnahme wirkt oft mechanisch, gespielt oder überzogen. Siebtens, sie schaffen Nähe, aber du fühlst dich trotzdem einsam. Verdeckte Narzissten inszenieren Intimität, aber selbst wenn ihr Zeit miteinander verbringt, fühlst du dich innerlich leer. Nicht gesehen, nicht verstanden, nicht sicher. Achtens, sie lügen, subtil und oft. Es sind keine großen Lügen, es sind Halbwahrheiten, ausgelassene Details oder Doppeldeutigkeiten. Das Ziel ist Kontrolle. Kontrolle über das, was du glaubst und was du fühlst. Neuntens, sie zeigen keine echte Reue. Wenn du verletzt bist, fehlt ehrliches Bedauern. Entschuldigungen bekommst du nur dann, wenn sie sich einen Vorteil davon versprechen. Oft hörst du Sätze wie: Tut mir leid, dass du dich so fühlst. Aber nie: Es tut mir leid, dass ich dir wehgetan habe. Zehntens, sie werten dich ab. Subtil, aber konstant. Es sind kleine Sticheleien, verpackt als Spaß oder vermeintliche Ratschläge. Aber sie treffen dich. Immer wieder. Sätze wie: Das hätte ich so nicht gemacht, aber ist ja dein Leben. 11. Du fühlst dich nie wirklich sicher. In ihrer Nähe bist du angespannt, wachsam, zweifelnd. Dein Kopf redet sich alles schön, aber dein Körper sendet andere Signale. Du fühlst dich unwohl und du weißt nicht genau warum. Diese 11 Warnzeichen sind wie ein Puzzle. Einzeln wirken sie vielleicht harmlos, doch zusammengesetzt zeigen sie ein klares Bild. Du bist nicht empfindlich. Du wirst manipuliert. Wenn du dich in mehreren dieser Warnzeichen wiedererkannt hast, ist das kein Zufall. Und du bist damit auch nicht überempfindlich, kompliziert oder schwach. Ganz im Gegenteil. Verdeckter Narzissmus wirkt nicht nur auf dein Denken, sondern auf dein ganzes emotionales System. Er verwirrt deine Wahrnehmung, erschüttert dein Selbstwertgefühl und schwächt dein Vertrauen in dich selbst. Und genau deshalb ist es so unheimlich schwierig, sich zu lösen. Viele Menschen, die betroffen sind, sagen Dinge wie: Aber er meint es doch nicht böse. So schlimm ist es ja gar nicht. Oder: Vielleicht bin ja ich das Problem. Wenn du so denkst, dann zeigt das, wie gut emotionale Manipulation funktioniert. Deshalb ist der wichtigste erste Schritt: Erkennen, was wirklich passiert. Mit dem Herzen. Dein Körper spricht zu dir und höre auf deine inneren Stimme. Denn die Wahrheit ist, du weißt es längst. Du spürst es. Du fühlst dich angespannt, klein, erschöpft und trotzdem bleibst du. Warum? Weil emotionale Abhängigkeit genau so funktioniert. Weil verdeckter Narzissmus keine offensichtliche Gewalt ist, sondern eine leise, grausame Form von Macht. Was also kannst du tun? Zuerst, sprich mit Menschen, denen du wirklich vertraust. Nicht mit jenen, die Partei ergreifen oder dich kleinreden, sondern mit Menschen, die dich ernst nehmen, auch wenn du keine Beweise hast, sondern nur ein Gefühl. Dann informiere dich. Je mehr du über Narzissmus, toxische Dynamiken und emotionale Abwehrmechanismen lernst, desto klarer wirst du innerlich. Wissen schützt und hilft dir, verdeckte Muster zu erkennen. Und schließlich
Hol dir Hilfe, wenn du spürst, dass du allein nicht mehr weiterkommst. Das kann eine psychologische Beratung sein, eine Coaching-Begleitung, eine Selbsthilfegruppe oder ein Online-Programm. Du musst diesen Weg nicht alleine gehen. Und du darfst Hilfe annehmen, ganz ohne schlechtes Gewissen. Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen von Selbstverantwortung. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, beginne wieder, dir selbst zu glauben. Höre gerne auf deine Intuition, deine Gefühle sind dein Kompass. Wenn sich etwas nicht gut anfühlt, dann ist das ein klares Zeichen. Wenn du nach einem Gespräch mit dieser Person regelmäßig erschöpft, unsicher oder beschämt bist, dann ist das kein Zufall, sondern es ist die Wirkung, die dieser Narzisst auf dich hat. Vielleicht ist das hier der Moment, an dem du beginnst, deine eigene Wahrheit wieder ernst zu nehmen und den ersten Schritt zurück zu dir selbst zu gehen. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du dich konkret aus solchen Bindungen lösen kannst, bleib unbedingt dran und abonniere diesen Kanal. In einem der nächsten Videos zeige ich dir psychologische Tools, um dich emotional zu entkoppeln, Schritt für Schritt. Und wenn du spürst, dass du heute etwas erkannt hast, dann schreib gern einen Kommentar. Du hilfst damit nicht nur dir, sondern auch Menschen, die in einer ganz ähnlichen Situation sind. Verdeckter Narzissmus ist also nicht leicht zu erkennen, denn er tritt nicht laut auf. Er macht keinen Lärm. Das macht ihn so schwer greifbar. Betroffene merken oft erst spät, dass etwas nicht stimmt. Das ist kein Wunder, denn die Worte klingen so harmlos. Es gibt keine offenen Angriffe. Und die Schuld, scheinbar logisch, liegt immer bei ihnen selbst. Wenn du dich in manchen der beschriebenen Punkte wiederfindest, kann das ein Hinweis sein. Ein erster Schritt, um das, was unklar ist, zu benennen. Sobald du weißt, womit du es zu tun hast, verändert sich etwas. Du beginnst, auf bestimmte Sätze anders zu reagieren. Du nimmst kleine Bemerkungen plötzlich ernst. Und du spürst, dass dein Gefühl für dich selbst wieder deutlicher wird. Es geht hier keinesfalls um Diagnosen, sondern lediglich darum, genauer hinzusehen. Wenn du möchtest, abonnier gern diesen Kanal. Hier geht es um psychologische Muster, die nicht auf den ersten Blick sichtbar sind, aber oft mehr Einfluss haben, als man denkt. Und wenn du magst, schreib in die Kommentare, was dir bei diesem Thema durch den Kopf geht. Vielleicht ist deine Erfahrung für andere genau das, was ihnen hilft, klarer zu sehen. Danke fürs Zuhören und pass gut auf dich auf.